und ich habe jetzt hier den Kevin Kalbitz bei mir. Du bist Mediendienstleister im Bereich Landwirtschaft, Landtechnik, Forsttechnik. Da bist du aktiv und mich würde einfach mal so dein Hintergrund interessieren. Wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt tust? Ja, vielen lieben Dank, Frederik, für die Einladung zu dem New Holland Podcast. Ja, also Landtechnik ist eigentlich mein Leben. Seit einem Kindesalter fing das Ganze schon an, sei es irgendwie damals der CX, der beim Nachbarn von meinen Großeltern lief, damals schon mit wirklichen, in Anführungszeichen, gewaltigen Schneidwerk von 7 Metern. War Das damals. war schon damals echt gewaltig in den 90er Jahren. Das war schon was anderes und es begleitet mich seit klein auf. Ja. Seit klein auf bin ich auf irgendwelchen Betrieben gewesen. Ich komme leider nicht aus der Landwirtschaft, konnte mich aber jeher schon dafür begeistern. Dann nach der Schule hat es mich dann in die Landtechnik getrieben, indem ich eine Ausbildung als Landmaschinenmechaniker gemacht habe. Musste dann da leider ausscheiden, habe Agrarwissenschaften studiert und dann hat mich das in die Marketing-Szene gebracht. Aber du bist immer der Landwirtschaft, Landtechnik treu Ja. geblieben und das bleibt auch eigentlich so, kann man Seit sagen. 2010 bin ich fest mit meiner Kamera auf den Äckern in Deutschland, Europa unterwegs und bin immer auf der Jagd nach einem nächsten interessanten Motiv, was man dann so findet. Genau, und ich habe dich auch schon lange auf meiner Seite bei Instagram, das war zu Zeiten, wo es noch gar keine Reels gab, das war auch irgendwie noch eine schöne Zeit, finde ich, eine ruhigere Zeit. Seitdem verfolge ich dich schon und das war immer schon faszinierend, was du machst auf jeden Fall. Wie bist du dazu gekommen, das Ganze dann, ich sag mal, Social Media ist dann ja auch eine schöne Plattform, sich auszudrücken, eine Art und Weise mit den Leuten, das zu teilen, was man so vor der Kamera hat, weil klar, früher, man hatte eine Website vielleicht und aber die musste dann auch erstmal finden bei Google und bei Social Media, da regelt der Algorithmus das schon für dich, dass das, was gut ist, was du gut machst, an die Leute kommt. Aber wie kam es dazu? Wie ist das Ich für fand dich die angefangen? Fotografie schon immer spannend. Ich habe damals zur Einschulung tatsächlich meine erste Einwegkamera bekommen. Habe dann irgendwelche Sachen sei es die Blumen im Garten oder irgendwas anderes fotografiert. Und dann wirklich mit dem Einstieg damals als Landmaschinenmechaniker habe ich mir damals von meinem ersten Gehalt, was ich dort bekommen habe, meine erste Kamera gekauft. Und dann fing das Ganze damit an. Die Leute haben sich immer mehr für interessiert, wollten das Ganze dann irgendwie geteilt haben. Und dann fing das damals an wirklich mit der ersten Facebook-Seite. Damals hieß es noch Landtechnik rund um den Harz. Irgendwann hieß es dann nur noch Landtechnik. Und dann ging es immer weiter. Dann kam Instagram noch dazu. Dann wurde es immer interessanter. Dann kamen die ersten Kundenanfragen. Und seitdem hat sich es immer weiter aufgebaut. Ja, interessant. Bei mir war es ganz genauso. Es fing halt an mit Facebook, beziehungsweise bei mir war es erst die Website damals, wo ich angefangen habe, technische Daten einzupflegen. Dann ist man auf Facebook angefangen, das Ganze zu teilen. Dann kam Instagram dazu. Mittlerweile, ist viel TikTok. Das ist natürlich sehr shortlebig und viel wenig Aufmerksamkeitsspanne und teilweise undankbar, weil die Arbeit, die man reinsteckt, dann oft auch, überscrollt wird und das ist dann einfach nicht so dankbar. Von daher war so diese Zeit Facebook, Instagram-Bilder, das war schon eine schöne Zeit, vor allem natürlich für dich als Fotograf. Was sind so die Herausforderungen? Wenn man merkt ja, oder man hat bei Instagram ja auch gemerkt, irgendwann, als das so kam, wir machen Reels, wir wollen ein bisschen in TikTok gehen, da wurden Bildbeiträge ja auch sehr runtergespielt im Algorithmus. Das hat man ja schon gemerkt. Da wollten die unbedingt in diese Reel-Schiene rein, sage ich mal. Hast du das auch so wahrgenommen? Ja, es war sehr schade. Also man konnte eigentlich jeden Content dort bringen. Es sei denn, es war irgendwie Fotos, das lief halt nicht so gut, aber sonst alles, was sich irgendwie Bewegtbild war, konnte man dort hochladen. Und es ging halt einfach gleich durch die Decke. Sei es die kleinsten Beiträge. Und es hat halt einfach Reichweite ohne Ende gebracht. Also da hat sich dann die Arbeit mit der Bildbearbeitung, was man im Endeffekt so sieht, teilweise steckt ja dann in so einem Bild dann doch mal eine Stunde Bildbearbeitung, die man hinterher dran sitzt, um diese Bilder dann halt wirklich so dort hochladen zu können, wie sie da halt dort zu sehen sind. Da ist es dann doch schon attraktiver gewesen, indem man mal ein kurzes Reel aufgenommen hat, einmal kurz mit dem Handy 10 Sekunden draufgehalten hat, einen passenden Text darunter geschrieben hat und schwuppdiwupp, dann kam die Reichweite auf einmal. Das ist irgendwie schade. Also klar, ich gönne jedem, der einen viralen Hit hat, das gönne ich jedem, aber es ist schade, wirklich, wie du sagst, man steckt teilweise viel Liebe rein in Bildbearbeitung, in Videobearbeitung, man fährt los, man nimmt auf, man plant, man schneidet, man postet. Das sind ja Stunden, die da reinfließen und im Endeffekt sieht man dann oft so, wie du schon sagst, so 10 Sekunden Reels, viel Quatsch natürlich auch bei, branchenübergreifend und das geht dann viral und da ärgert man sich schon teilweise oder hat man sich auf jeden Fall geärgert. Mittlerweile, finde ich, ist das mit den Bildern wieder ein bisschen besser geworden auf Instagram. Empfindest du das auch so? Ja, es ist teils ist das Ganze, je nachdem, was man für einen Content bringt. Also viele interessante Sachen, die in der Landwirtschaft sehr interessant sind, gerade die Automatisierung, die jetzt immer mehr Einzug hält. Es ist eigentlich ein komplett unterschätztes Thema. Das wird uns in der Zukunft sehr viel begleiten, bin ich immer der Meinung. Ja.
Also einfach so wirklich so ein richtiges Eisenschwein, wie man es halt früher hatte, sei es 1455 oder irgendwie was anderes oder so ein alter Siebener Mhm. von New Holland, der halt wirklich noch richtig, richtig brüllt. Ja, genau. Das ist halt so das Emotionale, wo man halt die Leute mit abholen kann. Genau, Das geht richtig. jetzt leider mit der zukünftigen Technik vielleicht nicht mehr ganz so, weil der Bezug irgendwo dazu verloren geht. Aber Das ist so. Also das ist wirklich ein Thema. Das Sound-Business ist seit Tier 3 eingestellt wurde, ist das leider vorbei. Natürlich umso schöner, wenn man dann solche Maschinen noch mal im Einsatz hat. Und das wirst du sicher auch merken, wenn man dann wirklich so einen Schlepper im Einsatz sieht, der auch wirklich noch eingesetzt wird, ernsthaft und nicht einfach nur auf einem Oldtimer, Youngtimer-Treffen steht. Das ist schon was Besonderes, oder? definitiv. Sei es irgendwie mal so ein alter Eicher. Also wirklich diese Raritäten, die man dann halt wirklich nochmal irgendwo im Alltag sieht. Ja, genau. Also es ist wirklich echt eine Besonderheit geworden, wenn sich wirklich noch Leute dazu bereit erklären, sich nicht in die komfortabelste Kabine reinzusetzen, sondern einfach nochmal wirklich so ein Eisenschwein bewegen. Genau. Und damit dann halt ihren Alltag dann bestreiten. Das ist immer wieder Wahnsinn. Total. Und der darf ja auch, oder für mich ist es immer so, ich finde es schön, wenn er nach Arbeit aussieht. Der darf schon rostig sein, der darf Lackschäden haben, der darf auch mal irgendwo eine kleine Beule haben. Finde ich viel attraktiver als, klar, neu restauriert ist auch schön, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber es hat so mehr Charme, wenn da wirklich noch ernsthaft mitgearbeitet wird, oder? Das stimmt. Noch so richtig alte Technik von früher. Ja. Wo man noch so richtig wirklich dann einen dicken Arm hatte, übertrieben gesagt, am Ende des Tages, weil man dann halt die ganze Zeit im Getriebe am Rühren war. Ja, genau. Es ist halt doch schon mal was anderes. Man weiß am Ende des Tages, glaube ich, was man eher getan hat. Ja, genau, das ist so. Also du bist noch mehr mit der Maschine verbunden, mehr eins mit der Maschine. Das muss man ganz klar, glaube ich, Das so stimmt. sagen. Aber die heutige Technik, man, es hat auch alles seine Vorteile. Natürlich. Es wird alles immer leiser, es ist alles immer komfortabler. Natürlich. Gerade auch, was für den Fahrer wirklich in den Maschinen getan wird, ist schon echt gewaltig. Ja, es ist Erleichterung. Und wo ja immer weniger Menschen, immer mehr Menschen ernähren müssen und die Felder größer werden und so weiter und die Arbeitstage natürlich dementsprechend länger, ist es ja auch eine Erleichterung, ganz klar. Definitiv. Ja, und was war denn so oder hast du so ein Lieblingsbild, einen Lieblingsbeitrag, eine Lieblingsmaschine, wo du so sagst oder wo du dich gerne dran zurückerinnerst oder so Maschinen, wo du sagst, so, da weiß ich schon, das wird ein Erfolg, wenn ich den jetzt poste, wenn ich den passend kriege? Oder sagst du, es ist Glückssache und es kann alles viral gehen, theoretisch? Es kann eigentlich alles viral gehen, tatsächlich. Also es ist, was ich viel über die Jahre festgestellt habe, es ist wirklich einfach der Moment. Mhm. Also in der Mittagssonne jetzt irgendwie eine Maschine, es sieht halt nicht ganz so schön aus, es sei denn, es ist irgendwie, wir haben jetzt irgendwie die Winterjahreszeit, wenn die Sonne etwas tiefer dann schon steht. Mhm. Aber es ist wirklich dann halt so ein magischer Sonnenuntergang und selbst da kann auch eine kleine Maschine echt gut aussehen, Mhm. so dass es halt dann hinterher am Ende des Tages wirkt und so, dass es dann halt auch richtig gut aussieht. Ja, absolut. Also da hat man natürlich dann schon so seine Vorstellung und klar, so cinematische Sonnenuntergänge, das hat natürlich was. Da holt man die Leute natürlich noch mal ein bisschen mehr ab, als, wie du sagst, im grellen Sonnenlicht. Aber genau, kommt natürlich auf die Umsetzung und auf die Maschine drauf an immer. Deswegen, also ich bin da relativ breit aufgestellt. Landtechnik sowohl als auch Forsttechnik. Ja, Und es ist halt wirklich immer das Licht, was zum größten Teil. ja. Gut, immer wunderbare Bilder erzeugt oder halt dann auch mal große Maschinen, was man halt nicht so alltäglich sieht. Sei es Ja, irgendwie klar. der CR11 irgendwie mit einem 16-reihigen Maisgebiss. Klar. Das sind dann halt immer schon mal so irgendwie spezielle Sachen, die dann halt irgendwie besonders reizen. Natürlich, das ist ganz klar. Das sind die Seltenheit macht es dann natürlich aus irgendwie. Und gerade bei uns, also ich komme aus dem Osnabrücker Raum, da wirst du einen CR11 eher nicht sehen. Und umso schöner ist es, wenn man dann mal irgendwo unterwegs ist und sieht so eine Maschine im Einsatz, ganz klar. Definitiv. Letztes Jahr hatte ich zum Glück die Ehre, in der Nähe von deiner Heimat tatsächlich einen CR11 in Diepholzer Land zu erwischen. Ah, okay. Der dort, Gut zu wissen. der dort unterwegs war und auch echt verdammt gute Leistung abgeliefert hat. Ich hatte Ja. letzte Woche noch, da ich das Video jetzt dazu geschnitten habe, mit den Kunden gesprochen. Die sind bis heute noch von der Maschine begeistert. Stark. Und was sind so deine Kunden? Also sprechen wir da von Landtechnikherstellern, von Werkstätten, Händlern, Privatleute, vielleicht Lohnunternehmer. Wo würdest du sagen, liegt der Schwerpunkt oder was deckst du alles ab damit? Also es sind tatsächlich wirklich hauptsächlich Landtechnikhersteller, Ja. die ich bediene. Mhm. Dann kommt ab und zu mal der eine oder andere Land- und Forstunternehmer kommt auch mal hinzu, der vielleicht irgendwie ein Erklärvideo haben möchte. Mhm. Dort haben wir in der Vergangenheit auch schon viele interessante Projekte abgewickelt. Das sind eigentlich so meine Hauptkunden, Mhm. die ich bediene. Und ja, man bedient viele Kunden, das ist natürlich ein großes Segment. Glaubst du auch, also ich bin davon überzeugt, dass Social Media, klar, es hat immer auch einen Beigeschmack, Social Media, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und auch viele ältere, Alteingesessene sehen es ja oft kritisch, weil es auch einfach neu ist und natürlich auch Risiken mit sich bringt, ganz klar. Aber siehst du das auch so, dass Social Media schon auch
eine Plattform ist, ein Werkzeug ist, um junge Leute weiter für die Landtechnik zu begeistern. Weil du musst es einfach machen über Social Media, weil ich glaube, im Endeffekt ein Heft lesen, wie wir es früher gemacht haben, das wird in Zukunft weniger werden. Und ich glaube, da ist Social Media genau der richtige Hebel, um halt die jungen Leute auch für die Landwirtschaft zu begeistern. Oder siehst du das auch so? Definitiv. Es sind alleine auch ganz andere Zielgruppen, die man dort erreichen kann, wenn so ein Beitrag viral geht. Sei es irgendwelche Leute aus der Stadt, die vielleicht nicht ganz so viel mit Landwirtschaft zu tun haben, sich aber gerne über das Thema informieren wollen. Und so kann man eigentlich die beste medienwirksame Arbeit für gerade diese Zielgruppen erzielen. Oder sei es die Entscheider von morgen, die man dann damit halt abholen kann, gerade in den Firmen, was dann halt wirklich dann die Kurve halt von morgen auch ausmacht. Weil wenn ich eine gute Außenwirkung habe, und das über Jahre schon, sei es auch gerade in diesen jungen Zielgruppen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn ich keine so gute Außenwirkung habe bei den jungen Publikum, die irgendwann die Hofnachfolge antreten, um dann halt dort diese Entscheidung zu treffen. Genau, weil die älteren jetzt Entscheidungsträger, die sind natürlich irgendwann raus oder übergeben ihre Betriebe und da ist es dann vielleicht nicht mehr, habe ich immer so gemacht, sondern dann erinnert man sich vielleicht zurück an die Jugend, wo man das gesehen hat und mit der Marke irgendwie aufgewachsen ist im Social-Media-Bereich. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt in dem Bereich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es sind immer halt, wie gesagt, diese Beispiele, wie mit dem CX von früher. Es ist irgendwie immer sowas, was hängen bleibt. Ja, genau. Was einen dann irgendwie dann nochmal so begleitet durchs Leben. Und gerade wenn man so eine Maschine in der heutigen Zeit sieht, es ist doch schon eine sehr gute Seltenheit und man erinnert sich gerne an diese Zeiten dran zurück. Ja, natürlich. Das ist einfach so. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Wir haben gerade über junge Leute gesprochen. Es gibt ja viele junge, begeisterte Leute, die auch in die Landwirtschaft gehen und aber auch in diesem Bereich Fotografie, die einen Instagram-Account machen. Hast du Tipps für die? Was kann man machen? Weil es ist natürlich oft so, du fängst an und machst die ersten 500 Follower und dann 1000 und dann bist du motiviert und dann kommt dir irgendwann dieser Moment, wo du das Gefühl hast, oh, es geht nicht weiter. Und in dem Moment weiterzumachen, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wie würdest du das sagen? Was kann man so jungen Leuten, die sagen, oh, Content Creator, das ist ja auch, es ist ja nun mal ein neues Berufsfeld auch. Influencer, Content Creator ist zwar noch verpönt oft, aber es ist ein neues Berufsfeld und ist auch ein wichtiges Berufsfeld meiner Meinung nach. Ja, es ist einfach die Sache, einfach am Ball bleiben, vernünftig mit den Leuten sprechen, bevor man irgendwo auf den Acker geht und einfach wild drauf losknipst. Weil oftmals ist es dann doch nicht so gern mehr gesehen. Einfach mit den Leuten sprechen, sich Kontakte aufbauen und dann ergibt sich das eigentlich von ganz allein. Wichtig ist, wirklich am Ball zu bleiben, tolle Arbeit zu leisten und Kontakte zu knüpfen. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja, genau so kann ich es, glaube ich, unterschreiben. Kevin, vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast. Hat mich sehr gefreut, dass du uns so ein bisschen von deiner Reise erzählt hast. Und ja, bleib am Ball, mach so weiter. Ich gucke mir deine Beiträge immer gerne an. Und ja, wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne.